Servus, heute geht es ums Abrichten. Ich nehme mal an, viele von euch werden keinen dicken und Abrichthobel zu Hause stehen haben, so wie ich. Und deshalb bauen wir eine Vorrichtung, damit wir mit der Oberfräse jegliche Bretter schön abrichten können. Dazu findet man online sehr viele Vorrichtungen, aber die meisten sind eben Vorrichtungen, wo man seitliche Führungen hat. Das hat aber einen Nachteil. Zum einen kann das sehr kostspielig werden, vor allem wenn man Aluprofile oder Profilträger eben dazu verwendet. Und zum anderen baue ich mir eine Vorrichtung, die eine bestimmte Breite hat und die nicht überschritten werden kann. Und wenn ich es nicht benutze, dann liegt es eben irgendwo und nimmt mir Platz weg. Und zwar sehr viel Platz. Und mit der Vorrichtung, die ich jetzt bauen werde, die braucht eigentlich nur eben die Breite von der Oberfräse und etwa 50 cm. Und das geht auch ruckzuck und wir fangen gleich an. Also, als erstes nehmen wir mal die Abdeckung von der Oberfräse ab, diese Abdeckung unten. Und das geht übrigens mit jeder Oberfräse, also ist egal, ob das jetzt das gleiche Modell ist wie meins oder ob es sich um eine andere Marke handelt. Die Schrauben sind ab, die Abdeckung auch. So. Und jetzt werden wir diese Löcher, wo die Schrauben eben reinkommen können, werden wir auf eine Siebdruckplatte übertragen. Und zwar so, dass wir die Oberfräse so auf der Platte montieren können, dass der Fräser hier an der Kante vorbeikommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier einen 16 mm Fräser und der kommt jetzt eben so vorbei. Also ich werde es ungefähr so anschrauben. Dazu zeichne ich mir jetzt eben die Position der Löcher ein, trage sie auf das Brett auf und werde das hier durchbauen. Bei meiner Bosch 1200 habe ich hier auf der Haube nur 3 Gewinde zu sehen, aber darunter verstecken sich noch 2 Gewinde. Und ich werde sie hier und hier anmontieren. Ich nehme ein Stück Papier und werde mir das einfach anzeichnen. So, und diese 2 werde ich jetzt eben auf die Platte übertragen. Diese 2 müssen jetzt durchgebohrt werden. Diese 3 Löcher, das ist ein Reststück und also die haben nichts mit dem Projekt jetzt zu tun. Ganz durchgebohrt habe ich nicht. Ich habe nur so weit, dass die Spitze auf der anderen Seite rauskommt. Weil auf der Gegenseite werde ich es mit dem Forstnerbohrer ein bisschen senken, um die Schraubenköpfe bündig darin zu versenken. Das Ganze werden wir jetzt markieren. Und hier machen wir dann einen Schnitt. Und da muss man schauen, wie weit man es nach oben haben will, weil wir werden die Oberfräse mit einer Hand halten, hier, und mit der anderen werden wir das Stück Holz dann mit einer Führung hier führen. Also je nachdem wie angenehm es für euch ist, ob so oder so, kommt auf euch an. Ich mache es jetzt etwa hier. Das säge ich mir jetzt eben mit der Stichsäge zu.
Und jetzt schrauben wir das eben hier an. So, bombenfest. Und so sieht dann eben unsere Führung aus. Da brauchen wir eben aber noch einen Griff. Also ganz quick und dirty. Das ist ein Stück Kantholz. Bereit ist er, unsere Planvorrichtung, unser Abrichthobel hier. Ich werde auch gleich dieses Stück Holz hier planfräsen. Da könnt ihr auch sehen, wie das Ganze funktionieren soll. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Also da habe ich mein Werkstück. Das ist meine Referenzoberfläche, also die Dicke, die ich haben will. Und das hier ist der Anschlag. Hier kommen eben 2 Keile rein, so, um das Werkstück eben fest an der Position zu halten. Und jetzt werden wir eben den Fräser so weit runterfahren, dass er auf der Referenzoberfläche gerade noch ankommt. Und wenn wir dann hier rüber fahren mit dem Fräser, wird das Werkstück genau die gleiche Höhe haben wie diese Platte hier. Und so einfach bekommt man sein Werkstück abgerichtet. Und das ohne einen Hobel. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Und wie immer, liken, abonnieren und dranbleiben. Ciao!